Hallo meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und seid herzlich willkommen in meinem Astrologie-YouTube-Kanal. Ich habe euch eine Video Krebs-Neumond gemacht. Die einen fanden es ganz schrecklich, dass es Kameras kommt und Kontrolle kommt. Und die einen haben sehr Informationen wollten von mir, haben mir auch geschrieben oder am Telefon beim Beraten gefragt, wie ich das genau meine, wie das Ganze ist. Und ich möchte ein bisschen so Informationen jetzt mal an euch weitergeben, mein Lieben, wie ich das Ganze gemeint habe, wie das Ganze bei euch angenommen werden soll. Es ist so, ich bin übrigens extrem dankbar für diese Informationen, die ihr mir rückwirkend gibt, was ihr aus diesem Video versteht und wie das bei euch ankommt oder wenn ihr Fragen habt, dass hier bei euch etwas noch nicht ganz Klick gemacht hat, weil dann weiß ich auch, okay, ich muss noch hier ansetzen, ich muss dort ansetzen. Das ist für mich extrem wertvoll übrigens, dieses Feedbacks von euch. Dafür möchte ich auch ganz herzlich bedanken, ob sie positiv oder weniger positiv sind. Ich freue mich wirklich über alle Feedbacks von euch. Es ist so, zuerst die Fragen von dem Krebsneumond, warum Selbstmord, wenn der Uranus in Zwillinge läuft. Es ist folgendes, es hat zwei Gründe eigentlich. Der Neptun in Widder ist nach 65 Jahren gekommen und es ist ein neuer Zyklus. Und der Neptun hat so mit diesem Psychohust eigentlich zu tun, mit diesem Unterbewusstsein zu tun. Und es ist das Haus, wo man sagt, ich will wie loslassen, so quasi teilweise. Oder es ist so das, wo man auch glaubt. Es kann dieses positive Glauben sein. Eigentlich das positive Effekt ist, wenn der Neptun in Widder ist, dass wir Sehnsucht haben nach einem schönen Welt. Wir wollen eine schöne Welt erarbeiten. Eine Welt, wo wir uns wohlfühlen. Deshalb man spricht von Glaubenskrieg, dass gewisse Leute zum Beispiel sich für etwas einsetzen, wenn wenn der Neptun in Widder läuft eigentlich. Das heißt man setzt sich für etwas ein und deshalb ist es dort wichtig, für was man sich eigentlich einsetzt. Das ist mal, was aber so der Schattenseite, also was auch sein kann, ist, weil der Neptun hat so auch mit diesem Psycho- und Krankenhaus so dieses Thema zu tun. Das heißt, unsere Durchsetzungskraft, der Sehnsucht zum Beispiel auch von diesem Welt gehen zu wollen. Das ist zum Beispiel mal ein Nebeneffekt. Der Sehnsucht, also man kann dieses Durchsetzungskraft, die man sonst hat, man mag nicht mehr. Also man sagt so, ich kann nicht mehr oder ich will das nicht mehr oder ich will mich nicht mehr so hart durchsetzen. Das heißt, man geht in andere Energien rein. Aber nicht nur das ist mal ein ganz kleiner Effekt. Deshalb ist sehr wichtig eigentlich, was wir glauben, weil das, was wir glauben, für das setzen wir uns ein eigentlich. Das ist wirklich, das wollen wir, für das setze ich mich ein, also unser Glaubenssätze eigentlich. Und deshalb ist sehr, sehr wichtig, dass ihr immer wieder prüft, was glaube ich, was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar. Das ist sehr wichtig in der Energie. Der Zwillingsthema hat Folgendes zu tun. Es hat mit Denken zu tun, Informationen zu tun. Jugendliche, die zur Schule gehen, bis zum Uni, alle Menschen, junge Menschen. Es ist Postbote, Informationszeitungen, News, Klatsch, Tratsch, Geschwister, Nachbarschaft habe ich gesagt. Es ist Straßenverkehrsamt, es ist Fluggesellschaft, Flüge sind dabei natürlich. Es ist Autos dort involviert natürlich auch. Es ist aber auch Einkaufszentrum, Shopping, wo man einkaufen geht und miteinander verhandelt eigentlich. Das ist alles so dieses Zwillingsenergie, Bibliothek, Bücher, Kommunikation, Sprachen. Das ist alles so mit dem Zwillingsthema zu tun. Der Uranus-Thema ist eine Erfindung, eine neue Idee, innovative Ideen, Technik, Strom, elektrische Sachen. Es ist aber auch Terrorismus dabei, tyrannisch sein. Der Uranus, hat der Mythologiegeschichte ist es so, er hat gesagt, die Kinder sehen nicht so aus wie ich. Also bei manchen Mythologiegeschichten heißt es, er hat die Kinder gefressen. Und bei anderen Mythologiegeschichten habe ich auch schon gelesen, er hat die Kinder getötet. Warum? Weil die Kinder haben nicht so ausgesehen wie er. Das war nicht sein Schönheitsbild. Also man trennt sich. Deshalb von Uranus, wenn ich so erkläre, der Uranus will sich befreien. Der Uranus will sich lösen,
viele Wassermann-Menschen zum Beispiel, die leben gern, also die wollen nicht eingeengt werden, die wollen ein bisschen gerne frei oder Idealismus. Aber wenn sie sich für einen Idealismus einsetzen, dann voll ganz. Also es gibt auch Leute, die lange keine Beziehung und wenn sie Beziehung, dann voll. Also die machen dann alles für die Menschen eigentlich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, eure Gehirnzelle, also vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass ihr in der Wohnung seid und der Nachbar macht Dong, 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 weil er repariert muss irgendwie. Oder vielleicht habt ihr eine Nachbarschaft mal gehabt, wo sie ein Haus gebaut haben und ihr sagt eigentlich, hey, Ruhe mal draußen, aber es gibt keine Ruhe, weil die am Bauen sind, die haben Bewilligungen vielleicht. Und vielleicht ihr seid so, ob mit Nachbar oder mit draußen, ein Tag lieb, 2 Tage lieb oder eine Woche haltet das durch. Aber wenn ihr das Alltag habt, von morgen 6 bis am Abend und wenn ihr das noch 24 Stunden hättet zum Beispiel, was macht? Es ist Nervenzelle. Also Merkur, Uranus kommt ins Haus von Merkur. Der Uranus hat mit Nervenzellen, mit Merkur zu tun. Nervenzellen gehen durch. Und diese Energie spürt ihr das eigentlich im Moment. Zum Beispiel, wir haben jetzt diese letzten Wochen, was haben wir erfahren eigentlich? Wir haben erfahren, dass irgendein Pilot vom Flugzeug runtergesprungen ist und seine Schüler gesagt hat, er soll fliegen. Oder diese Woche wollten Leute nach Albanien fliegen. Die Leute sind durchgedreht, weil der Pilot hat das Gefühl gehabt, Wetter ist schlecht, ich will nicht, dass Menschen etwas passiert, musste zweimal irgendwie umfahren und die Leute sind durchgedreht. Vor 2, 3 Jahren, wenn das Pilot gemacht hätte, die Leute hätten gewusst, okay, der musste das machen, weil wir wollen nicht sterben im Flugzeug. Also, aber diese Leute sind durchgedreht, wollten den Pilot rausholen und wahrscheinlich zusammenschlagen dort drinnen. Und das heißt, die Nerven sind blank und die sind nicht 2 Tage im Flugzeug drinnen gewesen. Die sind nicht 3 Tage im Flugzeug drinnen gewesen, ohne Wasser und ohne Trinken. Das heißt, die sind so in der Energie dort durchgedreht. Und das ist wirklich der Zwilling, weil der Uranus im Zwilling, die Leute immer am Denken, neue Ideen, neue Ideen. Und die Leute können kaum schlafen. Und wenn zum Beispiel bei jemandem der Radix nicht so optimal ist, das kann zum Beispiel Klinik, also sagen, dass Leute wollen ins Klinik gehen oder Therapie in Anspruch nehmen oder einfach, dass Leute extrem reagieren. Die Leute, die mich regelmäßig hören, ich habe euch mehrfach gesagt, auch letztes Jahr, schaut Leute, wenn jetzt jedes Mal rückläufiger Merkur ist, müsst ihr ganz achtsam sein, weil Uranus ist in Zwilling. Das heißt, es werden vielleicht so Sachen, gefährliche Sachen, ihr müsst mehr eurer Radix dann immer vorher wissen, es ist mehr gefährlich als die anderen Konstellationen eigentlich, weil unser Denken, weil wir können uns etwas Positives erarbeiten, wir können auch etwas erfinden zum Beispiel. Also es ist ja nicht nur, dass man Schaden anrichtet, sondern das ist die Schattenseite, das kann passieren und deshalb ist es diese Informationen, die ihr hier hört, das soll euch nicht Angst machen, weil ich sage euch auch immer wieder übrigens, ich tue ja nicht in dem Kanal, sage abonniert mich und schützt mich, sondern es ist auch ein Wunsch von mir, dass ihr euch ganz bewusst für den Kanal entscheidet, bleiben, aber auch sagt, wie es geht. Und ich verstehe das absolut, weil ich spreche teilweise Themen an, wo man vielleicht ein bisschen einem unruhig macht oder ich spreche vielleicht auch ethische Punkte an, aber es sind eigentlich alles Punkte, was mit jetzigen Zeit zu tun hat. Es ist ja nicht so, wenn ich jetzt euch sage, in rückläufigem Merkur in Krebs, die Defekte vom Flugzeug wird wahrscheinlich stattfinden. Ich hoffe, dass keine Flugzeug stürzt, aber ich denke, das ist so Problematik. Dann ist es ja nicht so, dass ich hingehe und Flugzeug kaputt mache, sondern das ist die Thematik von dieser Zeit jetzt eigentlich. Und auch um diese Zeit jetzt, dass Leute sich etwas antun könnten, das ist so das kann ein Thema sein. Das ist aber nicht, dass alle Menschen das erleben werden. Aber wenn ihr zum Beispiel seht, oh, mein Kind spinnt jetzt, ich muss jetzt doch mit ihm reden, ich muss doch mit ihm, dass er das versteht vielleicht. Oder wenn ich merke, oh, jetzt tue ich aber mir selber nicht gut,
dann muss ich mich ernst nehmen und dann gehe ich zu einem Gesprächstherapeut. Und das Ganze wird natürlich noch mehr aktiviert durch die künstliche Intelligenz, weil viele Menschen eigentlich, es ist noch ganz neu jetzt, also dass diese künstliche Intelligenz in unserem Leben ist, aber viele Menschen werden sich so auf dem künstlichen Intelligenz fixieren eigentlich, dass sie vielleicht teilweise mit ihrem Partner nicht mehr so kommunizieren oder reden. Oder dass sie, wenn sie zum Beispiel ein Arzt ihnen etwas sagt, wo sie gehen, selber Recherche machen und nachher der Arzt nicht ernst nehmen, zum Beispiel, kann es ein Thema sein, weil wir haben ja alle Informationen dort drinnen und ich sage euch immer, Informationen haben und sie anwenden sind zwei Paar Schuhe. Schaut mal Leute, ich kann zum Beispiel Informationen über wie man einen Computer produziert, lesen und ich das verstehen, ich das Gefühl habe, ich weiß es ganz genau und das nachher selber machen und anwenden und wirklich verstehen und Zusammenhänge wissen, das sind wirklich ganz andere Schuhe. Also es ist ganz ein anderes Level. Also es ist auch wichtig, das zu wissen und das kann einfach passieren. Das heißt aber nicht, dass ihr jetzt alle geht und als das Selbstmord, so ist es nicht gedacht gewesen, sondern dass ihr einfach achtsam seid und jedes Mal rückläufige Merkurfrauen stattfindet. Da müsst ihr besonders achtsam sein, ganzes Jahr lang. Immer rückläufiger Merkur, mein Radix, wie ist mein Merkurzustand. Ich mache das übrigens bei mir auch so. Ich kontrolliere die alles, welche Tage was sind das für Themen, wo soll ich achtsam sein, wo muss ich nochmal prüfen. Also ich mache das auch bei mir und ich mache das auch bei all meinen Leuten, weil das ist wichtig halt und das ist jetzt halt, ich habe jetzt einen Strom, einen Elektriker an meinem Kopf drinnen und ich muss jetzt mit dem in die kommenden Jahre klarkommen, Leute. Und das ist einfach so eine Energie. Aber es ist ja nicht nur so, dass alles nur negativ ist. In diesem Jahre werden auch ganz viele Erfindungen stattfinden. Das heißt, dieses positive Aspekt von Zwilling ist folgendes. Hier kommen ganz viele neue Berufe. Berufe eigentlich, die früher nicht beliebt waren oder nicht wertgeschätzt wurden, die werden hochbezahlte Jobs bald werden. Zum Beispiel dieses Jahr werdet ihr ganz viele Sachen hören mit Hunden, mit Tieren, mit Kindern, mit Frauen. Das sind die Dinge, die aktiviert werden. Und da werden ganz viele Regeln von Staat oder Behörden kommen. Das heißt über Hunde, über Tiere, über Katzen, über Kinder. Manche Regierung, zum Beispiel Uranus im Zwilling, kann auch sein Trennung Kind von Familie übrigens. Kann auch sein. Zum Beispiel kann es sein, dass wir so Geschichten hören dieses Jahr, Kind wurde entführt. Oder jetzt dieses Mondfinsternis übrigens aktiviert Folgendes. Kinder, die entführt wurden, können ans Tageslicht kommen. Kinder, die versteckt wurden, können kommen. Oder Kindesentführungen könnten ein Thema werden. Oder zum Beispiel, es kann sein, dass irgendwelche Leute so komische Dinge mit Kindern machen, zum Beispiel. Kindersklaverei, Kinderpornos kann zum Beispiel Thema. Frauenversklaverei, Gewalt mit Frauen, Folterung mit Frauen, irgendwelche Sachen, wo versteckt war, wo jetzt am Tageslicht kommt. Oder mit Hunden, mit Tieren, mit irgendwelchen Leuten, wo Unterstützung brauchen, kann das zum Beispiel sein. Und da kommen neue Gesetze, durch das kommen auch neue Berufe. Neue Berufe eigentlich. Und diese, zum Beispiel, es werden ganz viele Jobs geben übrigens mit Tieren, wo jetzt Leute, wo Tierpfleger oder zum Beispiel Hundehotels, wo schlecht bezahlt sind oder wenig bezahlt sind, die werden in ein paar Jahren eine der super Jobs sein. Hundetrainer, Hundepsychologe, Kinder- und Hundepsychologe, Kinder- und Hundetrainer. Es werden ganz viele Berufe mit Tieren kommen zum Beispiel. Oder viele Leute wollen reiten, Pferdetrainer. Oder viele Leute wollen mit Tieren etwas machen. Das werden so ganz viele Berufe kommen und das werden auch super bezahlte Jobs werden. Viele Künstlerberufe, die jetzt noch nicht gut bezahlt werden. Leute werden extrem offen für das Kunst sein. Modegeschäft, Kleider, künstliche Kleider,
spezielle Kleider mit Effekten eigentlich, metallische Effekten. Das habe ich auch schon letztes Jahr auch schon erzählt, dass viele Kleider kommen werden und das sind so so glitzernde Kleider, effektvolle Kleider, das sind oder spezielle Mode-Einzelstücke, also nicht dieses Kleider, wo man von der Masse nimmt, sondern so spezielle Kleider, spezielle Frisuren, spezielle Brillen zum Beispiel, wo einfach einzeln angefertigt werden. Das sind Dinge eigentlich, was von Menschen eigentlich sehr gut bezahlt wird in der Zukunft übrigens. Viele soziale Berufe und was vor allem wichtig ist in diesen 6 Jahren, diese 6 Jahre tun super gut nutzen, liebe Leute, weil diese 6 Jahre kommen neue Berufe auf den Markt, wo noch nicht gibt. Weil es ist eine Erfindung. Uranus in Zwilling sind Erfindung. Da kommen Marktlücken, das was ihr seht, hey, das ist eine Marktlücke, ich sehe hier Marktlücke, da ist Marktlücke. Und die Sachen hier, was ihr hier macht eigentlich, das sind die Marken, wo in 10 und 15 Jahren super bezahlt werden. Das werden Imperiumgeschäfte sein eigentlich. Das werden Geschäfte sein für die Zukunft. Und auch die Kontakte, wo ihr in diesen Jahren kennenlernt, das sind die Kontakte, wo bleiben wird in eurem Leben, langfristige. Viele Partnerschaften, wo jetzt in diesen Jahren zusammenkommen und die werden eine langfristige Beziehung gehen. Wirklich ganz lange werden sie Beziehungen haben, wo sehr schöne, viele tolle Leute kommen dann zusammen. Es werden viele technische Berufe gehen, wo nicht so gut bezahlt wurden, wo jetzt Freelancer-Job zum Beispiel, die werden top bezahlt oder zum Beispiel mit alten Leuten spazieren gehen, wo das früher vielleicht mit 20 Franken bezahlt wird. Das wird in Zukunft Berufe geben, wo sie top bezahlt werden. Leute, die in den Pflegebereich arbeiten, top bezahlte Jobs wird das sein. Aber alles so neue Ideen, Produkte und Uranus in Zwillinge tut auch Erfindungen machen, Computer, Autos. Einer hat gesagt, ich gehe lieber zum Jehovas zum Beispiel. Schau mal, es ist mit Technologie zu tun. Ich möchte euch erinnern, geht mal in 1980. Eigentlich im 1950 ist die Computer erfunden worden. Aber in 1980 sind die in Geschäft gekommen. So wie jetzt KI in unser Geschäft kommt eigentlich, in unserem Leben gekommen ist, künstliche Intelligenz. Die ist ja nicht jetzt erfunden, die ist schon vorher, die sind schon dran gewesen am Arbeiten, am Entwickeln eigentlich. Aber nachher in 1990 ist Online-Internet geboren. Und im Jahre 2000 ist Software entstanden und Datenbanken. Wenn ich jetzt, wo die Computerwelt in 1980 ins Geschäft gekommen sind, wo die Leute damit angefangen zu arbeiten, die haben damals ganz ein anderes System gehabt. Die hat sich jetzt total verändert. Und dann ist die Software gekommen, vor allem nach 2000, und da ist das völlig neue System, Datenbanken und das alte ist nicht mehr gültig gewesen. Man musste auch nicht mehr die ganzen Papierkriege aufbewahren. Man hat alles auf den Daten gehabt. Und wenn ich jetzt gesagt hätte euch, schaut mal Leute, ihr werdet in 20, 25 Jahren oder 30 Jahren, je nachdem, ihr werdet mit WhatsApp mit euren Freunden Schluss machen teilweise. Oder ihr werdet Leute kennenlernen und dann treffen Leute, werdet ihr die zum Beispiel. Oder wenn ich gesagt hätte, ihr werdet online arbeiten. Es gibt im Spital Roboter, die Roboter werden Menschen operieren. Oder wenn ich euch gesagt hätte, ja, es gibt Rasenmähen, die macht ganz selbstständig, wird Rasenmähen. Du musst nicht mehr hin und her laufen, der macht das ganz alleine. Oder es gibt Staubsauger, wo ihr nicht mehr Staubsauger, der macht das selbstständig, geht hin und her. Oder ich hätte euch zum Beispiel gesagt, es gibt Airfryer oder es gibt tolle Maschinen zum Beispiel. Oder was gibt es noch alles? Oder es gibt irgendwelche Velos, wo mit dem Maschinen drinnen sind, wo wie Roboter funktionieren eigentlich, wo man fahren kann. Es gibt so viele Dinge, was sich seitdem verändert hat. Oder es gibt Navigationsgeräte und das sind ganz super Sachen, hätte ich jetzt zum Beispiel euch gesagt. Also das heißt eigentlich, dass die Leute werden sich nachher online nur Kameras vorstellen zum Beispiel. Schaut mal Leute, ich höre im Moment ganz viel, dass Leute sich vorstellen Online-Vorstellung. Das war
wenn ich es damals gesagt hätte, Leute werden sich online vorstellen, erstes Vorstandsgespräch, und wenn die zufrieden sind online, dann kommen sie schnuppern vielleicht. Oder die Leute gehen online Ausbildungen machen. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe in 2002 mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und dann hatte ich das Projekt und ich habe in meinem Projekt gesagt, ja, es wird eine Online-Schule geben. Ich habe damals die Idee gehabt, es gibt Online-Schule und Leute können nachher lernen und mein Lehrer hat damals mich ausgelacht, dass ich so eine Idee hatte in diesem Projekt. Aber ich sehe jetzt eigentlich, es gibt Online-Schulen eigentlich. Schau mal, Leute. Es gibt Online-Schulen, wo Leute das lernen und es gibt Programme eigentlich. Ich habe gerade diese Woche gehört, es gibt im Handy ein Programm, wenn die über meine Adern läuft, der tut Zucker abmessen. Schau mal, also das habe ich gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Oder es gibt Schrittzähler zum Beispiel, das habe ich natürlich gewusst, aber guck mal, wir haben Technologie, die Schrittzähler macht. Und ihr sagt mir, es ist nicht möglich, dass wir fliegende Autos nicht bekommen. Wir haben Helikopter, Leute. Wir haben Helikopter, wo fliegen. Warum sollten Autos nicht fliegen? Ja? Also das heißt eigentlich, die Technologie eigentlich, der Uranus und Zwillinge sind Erfindungsgeist, Autos. Das heißt, Autos mit neuen Techniken eigentlich heißt das. Erfindung, Technologie. Das heißt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir Autos bekommen werden, wo hochtechnische Qualitäten haben, vielleicht fliegen können. Ich bin mir relativ sicher, dass wir fliegendes Auto bekommen. Vielleicht nicht in dieser Form, die wir jetzt, diese Form, andere Form, aber wo wir Materialien bekommen, wo wir vielleicht fliegen können oder ein bisschen hoch gehen können. Vielleicht Taxis, wo wir gar keine Fahrer brauchen, wo automatisch zu unserem Ziel uns bringt, zum Beispiel. Es wird viele neue Techniken geben mit Fahrmöglichkeiten, also viele verschiedene Maschinen, wo Transportmöglichkeiten uns anbieten wird. Flugzeug, Hochtechnologie, Leute, da erwarte ich ehrlich gesagt. Wo in diesen 6 Jahren eine Entwicklung stattfindet, wo Flugzeuge mit hoher Sicherheit, künstliche Intelligenzkamera erwarte ich ehrlich gesagt mit dieser Technologie. Vielleicht andere Sitzmöglichkeiten, dass die Flieger nicht mehr so hin und her machen, wenn schlechtes Wetter ist, dass sie auch fliegen können. Und diese Dinge eigentlich, das sind halt, oder zum Beispiel auch Postbote, Transport, so wie das jetzt ist, das wird sich total verändern eigentlich. Und ich denke sogar auch die Energie in diesen nächsten 20 Jahren, vor allem wenn der Uranus über den Krebs läuft, vor allem das, was jetzt Krebs Neumann aktiviert hat, das, was wenn der über den Krebs läuft, der Uranus, ich denke in diesen 6 Jahren, da wird die Pässe, so wie jetzt nutzen, das wird sich verändern. Das heißt, wir schauen Kameras an und die Kameras weiß alle Daten von uns und Führerschein werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen in diesen Jahren. Und all diese Sachen, Daten, die wir haben, die sind schon in unseren Augen so quasi alles in diesem Programm drinnen. Also die Technologie, ich denke, es wird noch viel, viel mehr machen als das, was ich sage. Das, was ich sage im Moment, ist wirklich ein Bruchteil, weil der Uranus ist das höchste Wissen, was es gibt. Also völlig neue Ideen, Technologien und was weiß ich. Und es macht auch Trigon mit Wasser, wo der Pluto dort ist. Also das heißt eigentlich, das ist eine riesige Energie. Das ist wirklich eine riesige Energie. Vor allem, was auch wichtig ist, dass ihr wisst, der Wassermann, es hat mit Geld verdienen zu tun. Der Pluto ist dort. Und der Pluto sagt eigentlich, du Zwillingshaus, ich bin stark, ich bin hinter dir, erfinde das und ich schaue, dass es auf den Markt kommt. Ich unterstütze dich, ich pucke dich auf, ich mache alles für dich, ich bin da für dich. Also das heißt eigentlich, was heißt es jetzt für euch? Also jetzt geht mal weg von der Gedanken, oh Gott, Hilfe, Selbstmord und bla bla bla. Hey, das sind einfach Informationen, wo ihr habt. Nutzt das, wirklich. Also ich bin froh, wenn ich Informationen habe, wo mir hilft, wo ich Achtung bin, vorsichtig bin. Tut das eigentlich positiv anschauen, Leute. Also, aber was ist wichtig für euch, Uranus in Zwillingen eigentlich? Das ist Folgendes. In diesen 6 Jahren, wo ihr jetzt vor euch habt,
Was habe ich euch mehrfach in den Videos gesagt? Plant diese 6 Jahre. Nicht einfach leben, weil das ist eine einmalige Chance. Nach 165 Jahren kommt Neptunin wieder, ein neuer Zyklus. Wir dürfen mit dem auch Unterstützung von ihm etwas auf den Markt bringen eigentlich. Das heißt, die Leute, die eine Erfindung oder eine Lücke auf dem Markt finden und das eigentlich aus dem ein Projekt machen und dieses Projekt dann auch funktioniert, wenn der Uranus in Krebs kommt, das wird vom Volk angenommen. Volk sagt, ich will das. Ich will das unbedingt haben. Was wird passieren? Es wird Häuser geben mit diesen Kameras zum Beispiel. Also das ist also ein banales Beispiel mit den Kameras. Es gibt vielleicht noch andere technologische Mittel. Es wird vielleicht irgendwelche Staubsauger geben, wo nicht dieses gewöhnliche Staubsauger, wo vielleicht nur an der Wand, ich ziehe für jedes Zimmer, wo automatisch oder Böden wird Erfindung geben, wo sich selbstständig putzen oder keine Ahnung was. Also das heißt, es werden viele Erfindungen, wo in diesen Jahren eigentlich auf den Markt kommt, die werden eigentlich Weltmarken werden. Und ihr könnt ja eine davon sein. Oder zum Beispiel, wenn ihr seht, hey, da gibt es eine Marktlücke und ich will das jetzt füllen, dieses Marktlücke. Hey, da ist etwas, das machen die anderen nicht. Ich habe jetzt etwas gefunden. Und es gibt Leute, die das ganz systematisch wirklich machen und erdigen eigentlich. Das sind Menschen, also erfolgreiche Menschen von Zukunft. Das ist nicht nur, dass sie ihrem Brot, ihr Leben verdienen, sondern das ist eigentlich die Zukunft. Das ist eine riesige Zeit eigentlich, also wo ihr euch jetzt entwickeln könnt. Und ihr werdet zum Beispiel sehr viel sehen im medizinischen Bereich, das ist unglaublich für Erfindungen. Also ihr werdet erstaunen, da bin ich mir sicher. Ich habe euch schon vor 2 Jahren gesagt, wenn der Uranus und Pluto in der Wassermann kommt, der Pluto und Uranus in Zwilling, da wird also Krebskrankheiten, die werden nicht mehr in unserem Leben lang bleiben. Also es wird so viele Erfindungen geben. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, ich habe es schon mehrfach gesagt, euch vor 2, 3 Jahren habe ich angefangen, das zu sagen. Und was hören wir dieses Jahr immer wieder? Krebs, Heilung, Heilungsmethoden. Es wird immer Krebsthemen angesprochen. Und das heißt, es werden viele Methoden geben, aber auch Implantate wird es geben. Das heißt, Organe, in diesen ersten 6 Jahren wird man das erfinden, wie man das macht. Und sobald der Uranus ins Krebs kommt, was wird machen eigentlich? Organimplantationen, wird das nachher kommen. Also das Thema wird ganz, ganz aktiv und in diesen 12 Jahren eigentlich, das wird so erarbeitet. Und wenn das natürlich in Löwe kommt, der Uranus, dann wird die ganze Medizin total verändern. Nach 12 Jahren, wir werden ganz eine andere Medizin haben. Und Leute zum Beispiel, die normalerweise, sage ich mal, mit durchschnittlich 70 Jahren sterben, ich bin mir ganz sicher, dass nach 12 Jahren, also sobald der Uranus in den Löwe kommt eigentlich, da bin ich mir relativ sicher, dass die Leute so vielleicht durchschnittlich 100 Jahre sind. Und viele 120 Jahre. Und vor allem dann, wenn das auch Pluto nachher in die Fische kommt, Transit beginnt in 20 Jahren, da wird die Medizin total umorganisiert, unser ganzes System eigentlich. Und nach 20 Jahren, also ich denke, die Leute werden so durchschnittlich mindestens 150, da wird es losgehen. Weil da werden die ganzen Organe gewechselt. Die Krebs werden relativ frühzeitig erkannt. Das wird viele Medikamente kommen, wo die Zellen erneuern eigentlich. Und diese Sachen, wo Zellen erneuern, das werdet ihr jetzt diese Jahre hören. Was gibt es, was Zellen erarbeiten kann? Und es werden auch Menschen das auch denn zur Verfügung gestellt. Also es ist ja nicht nur so, dass nur die Reichen die bekommen, sondern die Leute werden dementsprechend Krankenkasse haben, wo sie sagen, okay, ich nehme die Krankenkasse für das, ich nehme das. Zum Beispiel, ich kann euch sagen, vor 10 Jahren, glaube ich, wenn irgendjemand Laser wollte, sehr viele Krankenkassen haben das nicht unterstützt. Heutzutage, Krankenkassen zum Beispiel, tun zum Beispiel Zehenimplantat bezahlen, Laser bezahlen, weil sie wissen,
dass es einfach nachher die Zähne gesünder sind. Dann sagen sie, okay, wir zahlen halt dieser Person 6.000, 7.000 Franken eine Zähne. Dafür hat die Frau nachher 20, 30 Jahre irgendwie Zähne. Oder Laser, wo vorher nur für diejenigen war, wo selber Geld hatten. Jetzt zahlt das unterdessen viele Krankenkassen. Also das ist eigentlich die Medizinentwicklung wird hier stattfinden. Und es ist ja auch, dass ihr ja auch ein Teil von dem Ganzen seid und ihr könnt, viele von euch werden dann auch zum Beispiel in einen neuen Beruf reingehen. Einfach nicht dieses Jahr, auch nächstes Jahr. Dieses Jahr ist wirklich Jahr zum Loslassen, alte Verletzungen, alte Themen und sich stärken, damit wir mit dem Start, das ist wie, ich bin ausgeschlafen und ich habe am Tagesordnung Putzen, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Das heißt, mit starker Energie werde ich mir etwas erarbeiten. Das heißt, ich tue mir dieses Jahr die Voraussetzungen dafür setzen. Ich werde dieses Jahr Sachen dazu bringen, wo ich sage eigentlich, hey, okay, ich tue die Infrastruktur mir erarbeiten, ich mache das, ich habe den Kontakt, ich tue eigentlich so die Hintergrundarbeit vorbereiten und meine alten Verletzungen vielleicht, die ich habe, in Ordnung bringen, alte Geschichten, Sachen, wo ich abschließen muss, Abschluss bringen, weil dieses Jahr ist vor allem so die Zeit, Leute vor allem so ab 2023, wo sie so angefangen haben, dass sie von dieser Zeit auch Sachen beenden. Und bei manchen beginnt schon ab 2020. Im Prinzip das ganze Zyklus ist 2020 und 2025. Diese Zeit ist vor allem der Beendung eigentlich, dass wir ein neues Leben beginnen dürfen. Aber vor allem werden wir dieses Jahr vom Jahr 2023 abschließen. Themen, was seitdem eigentlich so losgegangen ist. Dieses Thema, wo wir das abschließen dürfen eigentlich. Das ist mal das eine und deshalb wird eigentlich auch sehr viele Riesenentwicklungen stattfinden in der Technologie. Was natürlich dazu kommt, ist auch Folgendes. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid 80 Jahre alt oder 70 Jahre alt. Da kommt ein Arzt und sagt, schaut mal, wir können euch ein neues Herz reintun oder wir können euch das Organ wechseln oder wir können eure Krebs das wegmachen. Es gibt sogar eine kleine Chip, mit dem können wir das sogar kontrollieren, wenn wir das einbauen. Jetzt bringt mir ein Mensch, wo sterben wird und sagt, nein, ich mache das nicht. Und deshalb werden halt auch gewisse Chips für unseren Körper, die werden wir annehmen wahrscheinlich. Was natürlich auch ist, der Uranus in Zwillingen, Leute, ist auch wirklich so, was man wirklich achtsam sein soll. Die Leute, die Kinder haben, das ist auch nicht Angstmacherei. Der Uranus tut ja trennen, Leute. Der kann das positive Sachen trennen, zum Beispiel in der Schule, dass die Schüler werden viel mehr sagen, sie wollen nicht mehr alle das Gleiche lernen, sie wollen nach ihren Gaben lernen. Und viele Lehrer und Schulen werden so in der Energie laufen, wo sie sagen, wir wollen Kinder nach ihrer Gabe fördern. Also wenn jemand sprachbegabt ist, dann wollen wir ihm mehr die Möglichkeit geben, dass er Sprachen lernen kann. Dafür werden wir irgendwelche Programme. Oder wenn das Kind mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel begabt ist, dann werden wir in diesem Bereich ihn fördern. Der andere sagt Kunst, Schwimmen, irgendwelche Leidenschaften zum Beispiel. Das heißt, die Schulmodells werden sich ändern und die Schule werden auch unter Druck kommen mit diesem ganzen künstlichen Intelligenz und sie müssen eigentlich in diesen Schulen die ganze modernisieren, neue Technologien einbringen, Entwicklungen, virtuelle Räume, virtuelle Online-Ausbildungen, wo man das Gefühl hat, man ist in der Klasse. Es werden auch Techniken erarbeitet, dass die Leute können online die Prüfungen abgeben, wo sie das nicht irgendwie Fotos machen dürfen oder was weiß ich. Also diese Schulen zum Positiven kann sich trennen. Das Negative, was sein kann, ist auch, das Kind wird von der Familie getrennt. Das kann auch passieren. Und dieses Jahr, wenn der Jupiter in Löwe ist, ihr werdet ganz viel Sachen hören über Kinder, über Familien, über Frauen, über Hunde, wo vielleicht die Leute, wo sie unter sich hatten, sich falsch verhalten haben
wo man vielleicht die Kinder aus der Familie rausnimmt, nachher nächstes Jahr vor allem. Und vielleicht, dass man auch Kindesentführungen und dass es vielleicht immer mehr so Sachen kommt oder dass man irgendwelche Nachrichten hört und dass die Eltern dann vielleicht teilweise sagen, wir wollen halt das Kind irgendwie, man muss ja nicht im Körper, aber sonst irgendwelche Chips und irgendwelche Sachen eigentlich, solche Dinge könnten passieren. Das ist wirklich dieses Energie drinnen. Jetzt zu Kameras. Warum Kameras eigentlich? Zu einem, ihr hört, wir haben junge Leute, wir haben Menschen, die sind erfindungsgeist, die wollen etwas erfinden, die wollen etwas machen und die wollen etwas Eigenes auf den Markt bringen. Also junge Leute, sogar ein Geschäft, eine Idee, irgendwelche Sachen machen. Auf der anderen Seite sagt der Pluto Folgendes: Ich unterstütze den Uranus dort im Zwilling. Aber der Pluto hat noch eine andere Aufgabe. Der Pluto hat eine Eigenschaft, wenn er etwas zeigt, er zeigt es radikal. Und der Pluto, wenn er etwas zeigt, er zeigt es so schmutzig am Anfang, weil die Planeten kommunizieren ja mit uns. Aber die können ja nicht mit uns Kaffee trinken und Kuchen essen oder spazieren gehen. Es wäre schön, wenn sie das machen würden, aber sie können das leider nicht machen. Was machen sie eigentlich? Durch irgendwelche Sachen, Ereignisse, müssen sie etwas aktivieren. Und der Pluto kann zum Beispiel, was zeigt er uns eigentlich seit einiger Zeit? Wir hören zum Beispiel Gefängnisse, wo Menschen gefoltert werden. In irgendwelche Länder, wo Politiker miteinander kriegen, wo arme Menschen kein Essen haben, kein Trinken haben, schmutziges Wasser haben. Frauen, wo man Balkon runterschmeißt, hören wir ständig irgendetwas. Irgendwelche Frauenvergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen. Ich habe gerade letztlich etwas ganz Schlimmes gehört, dass eine Frau sein Kind gegessen hat oder teils Körper gegessen hat. Und ich kann mir so etwas nicht vorstellen. Also nur das Hören fand ich ganz schlimm. Wir sehen zum Beispiel, ein Pilot ist an einen Punkt gekommen, der hat sich vom Flugzeug runtergestürzt. Also das heißt, die sind in eine Situation reingekommen, die Menschen, wo sie sich so verhalten, also nicht dieses Norm, die wir kennen eigentlich, abartig. Das heißt, was ist dann wichtig eigentlich, dass die Seele, mit der Seele stimmt etwas nicht. Also die Seele ist nicht ganz gesund eigentlich. Die Seele ist traurig und die Seele spürt sich nicht mehr. Und der Pluto zeigt uns jetzt genau das eigentlich. Und was ist das Nächste, was uns zeigt? Was machen jetzt eigentlich diese starken Leute? Weil der Pluto sagt eigentlich, dieses Hierarchie von oben nach unten wollen wir nicht mehr. Wir wollen eine neue Welt. Neptun in Widder, eine neue Welt. Eine neue Welt für alle Menschen. Eine schöne Welt wollen wir. Und diese Hierarchie von oben nach unten, das ist für uns nicht schön. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft verändern. Das heißt, die Gesellschaft muss erkennen, und dieses Jupiter im Löwe, was wird er machen dieses Jahr? Ihr werdet das selber sehen, dieses Jahr, ganzes Jahr, und bis nächsten Sommer werdet ihr das selber sehen. Ihr werdet zum Beispiel sehen, dass irgendwelche Lehrer ihre Arbeit missbrauchen, Ärzte Missbrauch machen, irgendwelche Operationen, wo schief laufen werden, Politiker, schmutzige Wäsche von Politikern, irgendwelche Skandale werdet ihr hören. Ich habe jetzt gerade diese Woche in der Türkei Folgendes gehört. Es war Erdbeben in der Türkei und im 2023 auch. Und ein Mann hat Geld gesammelt und hat das auch so verkauft an Menschen. Und Menschen haben Millionen Dollars ihm gespendet. Häuser, Wohnungen. Und er ist ein Spieler gewesen anscheinend. Und er hat das Geld gespielt, Milliarden von Geld, Schulden hat er noch gehabt, 70 Millionen irgendwo. Das heißt eigentlich, diese Skandale kommen am Tageslicht dieses Jahr. Das heißt, Sachen, was Leute versteckt haben, was sie schlechte Sachen gemacht haben von der Vergangenheit, kommt jetzt raus. Warum? Merkur in Krebs, Sachen aus der Vergangenheit kommt jetzt raus. Vor allem, wenn es jetzt wird es direktläufig, jetzt wird es immer mehr und mehr. Und wenn es in Löwe kommt, kommen einige so richtig unter die Deckel, eins auf dem Deckel. Also das heißt eigentlich, und die Menschen werden sich so erschrecken, was wird dann kommen eigentlich? Neue Gesetze.
dass man nicht einfach Vereine so machen kann. Das heißt, die Menschen müssen geprüft werden. Die Menschen müssen geprüft werden, spielen sie, trinken sie, was weiß ich zum Beispiel. Oder was muss denn passieren eigentlich? Dort muss externe Buchhaltung immer jedes Jahr kontrolliert werden, die Banken kontrolliert werden. Also das heißt, diese extreme Sachen, was im Moment schrecklich ist, aus dem kommt eigentlich etwas Neues und gleichzeitig ist das auch so, die Kameras werden dann auch von gewissen Regierungsleuten gemacht, um Menschen zu kontrollieren. Aber das ist so die letzte Kontrollsystem, müsst ihr euch vorstellen. Weil der Uranus in Zwilling wird Folgendes machen. Angenommen, irgendwelche Leute sagen, wir kontrollieren Menschen mit Kameras, mit dem, wer mit wem kommuniziert, schreibt. Da kommen auch Erfinder gleichzeitig. Die eine produziert zum Beispiel einen neuen Computer und sagt, wenn ihr dieses Computer kauft, das, was ihr schreibt oder das, was ihr macht, wenn ihr zum Beispiel im Moment mit Handy, wenn wir mit dem Handy telefonieren, wissen wir alle, man hört uns zu eigentlich. Also ihr sagt ja, ihr wollt nicht kontrolliert werden. Ihr werdet bereits über Handy kontrolliert, wo ihr seid, mit wem ihr seid, was ihr kaufen möchtet, da kommt Reklame vor euch. Das heißt eigentlich, da kommt ein neues Telefon mit besseren Schutzmaßnahmen. Das heißt, zu einem Kontrollmechanismus läuft da, zum anderen, das wird durchbrochen. Und es wird dann auch so sein, in manchen Ländern, einigen Ländern, dass Aufstand wird durch den Volk kommen. Und der Aufstand wird dazu machen, dass diese Regierungsleute eigentlich runterfallen eigentlich. Dass die Menschen nachher sagen, wir wollen nicht mehr, dass nur ein Mensch oder nur wenige Menschen ein Land regiert. Es muss ein anderes System sein, dass wir Menschen nicht mehr in Situationen kommen, wo wir im Gefängnis zum Beispiel gefoltert werden. Also diese Situation ist, also dieses Mechanismus steckt da eigentlich. Also das ist zum Beispiel, also jedes Land wird das ein bisschen anders. Also Schweiz hat eine andere Energie, Afrika hat eine andere Energie, Deutschland hat eine andere Energie. Dieses künstliche Kameras wird überall kommen. Bei einem ein bisschen weniger, ein bisschen sanfter, bei anderen ein bisschen länger. Zum Beispiel, ich denke, so in der Schweiz gibt es ja immer wieder mal Unterschriftssammlung. Also da wird das ein bisschen sanfter laufen. Aber vielleicht ein Land, wo das die Möglichkeit nicht hat, da entscheidet die Regierung und da wird das alles durchgezogen. Es wird viel härter durchgenommen. Es ist aber so, dass die Leute in diesen 6 Jahren auch die Vorteile sehen werden von diesen Kameras. Sie werden sagen, oh, okay, ich möchte eigentlich dieses Kameras doch nutzen, weil ich will nicht, dass in meine Wohnung geklaut wird, das sieht alles. Oder ich weiß mindestens, wer in meine Wohnung kommt und wer nicht kommt zum Beispiel. Oder die Leute werden einfach merken, es gibt weniger Kriminalität und weil sie auch vielleicht selber nichts was Böses machen und es stört sie auch nicht. Also das wird eigentlich schon dieses, also vor allem wenn der Uranus in Krebs kommt, es wird schon eigentlich in die Wohnungen alles eingebaut, diese ganze neue Technik, aber weil die Welt sich so stark verändern wird in den nächsten 12 Jahren eigentlich, dass die Menschen das auch so wie jetzt eigentlich, wie diesen WhatsApp haben oder diese Online-Telefons haben, ein Teil Integration in unserem Leben ist. Genauso wird ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt Flughafen gehe und ich jetzt keinen Pass benutzen werde und der schaut mich an und ich komme durch, ich finde das jetzt nicht schlimm, ich finde das sogar toll. Oder wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ich muss jetzt, also das wird nachher eine andere Weltsituation sein als jetzt. Es wird ein anderes System sein, auch ein System sein, wo wir auch alles geregelt haben. Es wird ja auch nicht alles heute auf morgen kommen, aber das ist schon eigentlich diese Entwicklung, Leute. Und deshalb gibt es jetzt auch wie 2 Leute in diesen ersten 6 Jahren. Die einen Leute sagen, wir wollen diese ganze Technologie nicht, wir laufen weg, wollen davon gar nichts hören. Auch wenn wir davon nichts hören in den Entwicklungen, auch wenn wir sie ablehnen, das heißt nicht, dass es sie nicht geben wird. Ob ich das hier sage oder nicht sage, spielt keine Rolle, weil ich mache es ja nicht. Ich stelle keine Kameras auf die Straße. Ich tue niemanden chippen. Ich tue keine etwas erfinden.
Oder ich tue keine Autos erfinden. Also ich habe da keine Gabe in diesem Bereich. Meine Gabe liegt in meiner Arbeit. Also mit dem habe ich nichts zu tun. Meine Aufgabe ist es euch natürlich, das was ich sehe in der Astrologie, euch so gut wie möglich zu vermitteln. Und die Leute übrigens, die diese 6 Jahre mit Ablehnung geben, ich mache das nicht, das mache ich nicht, vor allem wenn der Uranus nachher ins Krebs kommt, da werden wirklich viele Leute Probleme haben in der Arbeitswelt. Ganz, ganz viele Probleme haben. Deshalb sage ich euch immer wieder und ganz bewusst mache ich das. Macht euch bekannt mit diesem neuen Technologie. Aber die meisten Leute, ich bekomme das ganz viel mit am Telefon, reden entweder über Liebeskummer, fragen irgendetwas, was denkt er, was denkt sie, und irgendwann sind sie genervt, weil sie merken, der Programm sagt immer das, was sie hören wollen. Und es gibt aber auch Leute, die nutzen dieses Programm, um das Werkzeug verstehen. Also das heißt, wie kann man dieses Werkzeug im Alltag integrieren eigentlich? Erleichterung zum Beispiel. Wie kann man das zum Beispiel machen eigentlich? Also das ist so dieses beide, also wenn ihr nur bla 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 redet, dann werdet ihr diese 6 Jahre vorbei bei euch laufen. Dann wird diese 6 Jahre, dann werdet ihr so Gesprächstherapie machen. Und wenn das nachher in Krebs kommt, dann werdet ihr wie plötzlich merken eigentlich, hey, ich habe so schnell lernen können eigentlich, weil Uranus und Zwillinge bringen ganz schnell Sachen bei. Da lernt man rack, zack, 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 Sachen, Dinge. Und wenn es Krebs ist, geht nachher die wertvollste Zeit, wo ihr habt, das ist verloren. Deshalb, was macht ihr vor allem? Euch einen Plan machen. Dieses Jahr sage ich euch Abschlussarbeit, okay, aber ab nächstes Jahr, was habt ihr für nächste 6-Jahr-Plan? Was habt ihr vor bis 2032? Was ist das für ein Ziel? Macht ein Ziel euch, sagt, weil der Pluto sagt, ich unterstütze euch, neues Fähigkeiten zu erarbeiten, weil der Chiron läuft über Stier. Beruf wird das Thema sein, Geld verdienen sein, Fähigkeiten wird es sein, Beziehungen sein, Verträge. Übrigens, was auch ein toller Infos an euch ist, Liebe ist immer so ein Thema. Die Leute jetzt in diesen 6 Jahren Leute kennenlernen und nach 6 Jahren zum Beispiel die heiraten, also in diesem Krebs, wenn das da geht, das sind die wirklich bleibende Ehen eigentlich, dass ihr das wisst. Und auch viele Leute, wo ihr in diesen 6 Jahren kennenlernt, das sind so die bleibenden Kontakte in eurem Leben, wo ihr auch das nach 10 Jahren, 15 Jahren oder nach 20 Jahren immer noch mit dem Menschen Kontakt habt. Das sind so ganz, ganz wichtige Leute denn in eurem Leben. Deshalb diese Leute, wo ihr im Moment so kennenlernt oder die Leute, die ihr auch in eurem Leben nimmt eigentlich, tun das wirklich so gut aussuchen, wem nehme ich in mein Leben, wem lasse ich zu, dass in mein Leben kommt oder wie gehe ich so mit Menschen um eigentlich. Das ist so ganz, ganz wichtige Energie im Moment, wo stattfindet. Und wenn ihr zum Beispiel so Informationen irgendwie bekommt, ich finde es schön, schreibt das, macht euch wirklich Gedanken, das finde ich toll, aber habt keine Angst, weil Astrologie ist wirklich etwas Wunderbares eigentlich. Astrologie ist eine Unterstützung für euch, Unterstützung für mich. Im Prinzip, ich finde es toll eigentlich, dass ich jetzt diese Information von diesem Astrologie habe. Ich darf das euch geben, ich kann etwas Gutes tun eigentlich. Und ihr wisst, eine Energie, wo viele sich noch gar nicht damit befasst haben, weil Astrologie gibt Informationen auch von der Zukunft oder auch von der Gegenwart. Ich habe zum Beispiel euch ein Video gemacht über den USA, wie sie eigentlich, ich habe das über den rückläufigen Neptun euch erzählt, was das für ein Thema ist, dass die USA eigentlich die Krieg, eigentlich so in Krankheit dort verloren haben, dass es die Energie ist eigentlich. Und das heißt eigentlich, wenn der Neptun wieder ist, dass es so eine Energie ist. Und zum Beispiel, dieses Energie wird ja nicht gleich ausgelebt, aber dieses Krankheitsthema wird irgendwo ausgelebt. Und was sehen wir hier eigentlich letzte Zeit in den USA? Irgendwelche Virenkrankheiten, irgendwo Wasser, wo Leute wie vergiftet sind durch Wasser, also irgendwelche Sachen nicht gut sind. Das ist, oder
dieses Sache muss irgendwie aktiviert werden. Warum? Es wird eine neue Medizin geben. Zuerst sieht man etwas, was nicht gut ist, und dann kommt eine Verbesserung eigentlich. Eine Verbesserung, wo die Welt dann positiv verändern wird. Und das heißt ja nicht, dass es genau Gleiches ablaufen wird, genau das gleiche Thema. Aber das Thema wird uns auf eine andere Art und Weise machen, irgendwie treffen. Und das ist aber auch eine Information, wo wir haben von der Astrologie, wo wir das eigentlich nutzen können. Wo wir sagen, hey, ich nutze jetzt dieses Wissen. Okay, in diesen 6 Jahren, wenn ich jetzt mir etwas aufbaue und ich das aber schaue, dass es Fundament hat, vielleicht ich kann etwas erfinden, ich kann eine Marktlücke erfinden. Ein Marktlücke, wo ich jetzt hier empfinde und anstatt, dass ich von einer Idee von nächster springe, kann ich mir auf etwas konzentrieren und ich kann ja das vielleicht nachher etwas aus dem erschaffen und das kann ich nachher ja ein Lebenswerk machen, zum Beispiel. Oder ich kann zum Beispiel irgendwo ein Projekt mitmachen, wo ich eine Idee jetzt zusammenstreue und aus dem kommt etwas Neues eigentlich. Und es ist etwas noch wichtig, dass ihr noch wisst, wenn ich über Neumond oder Vollmond etwas erzähle, die meisten Leute haben folgende Einstellung: in Neumond oder Sonnenfinsternis. Das ist die Energie 1 Monat, Maximum 3 Monate und Maximum 1 Jahr, wenn überhaupt, dann ist fertig. Nachher kommt der nächste Vollmond, nachher der Neumond, aber das ist nicht so eigentlich. Wisst ihr, der Neumond tut erstmal den Samen streuen. Das heißt, ich habe zum Beispiel heute eine Idee, ich möchte gerne tanzen, einfach mal tanzen. Dann finde ich in diesem Jahr zufällig eine Schule, so quasi, und ich gehe diese Tanzschule. Ich melde mich an, dann fragen sie, willst du unsere Schülerin werden? Dann gehe ich mal dort tanzen, mache Ausbildung. Plötzlich macht es mir Spaß, ich will Tanzlehrerin werden. Dann gehe ich dort tanzen, mache Ausbildung als Tanzlehrer. Irgendeinmal sage ich dann, so, jetzt habe ich die 3-jährige Ausbildung fertig. Bis dann ist es 4 Jahre vorbei. Und aus dieser Ausbildung mache ich meine eigene Tanzschule, wo nachher Leute zu mir kommen. Schaut mal, ein Neumond oder ein Vollmond, eine Geschichte ist nicht an dem Tag oder an dem Jahr oder an der Woche, sondern das aktiviert und das läuft eigentlich. Und das ist wichtig, dass ihr das wisst, und es passiert nicht alles am gleichen Tag. Das ist zum Beispiel auch etwas. Und auch wenn ich zum Beispiel euch sage, in den rückläufigen Merkur das aktiviert, das ist der Samenstreuung. Es wird sich uns Sachen zeigen. Aber wenn das rückläufige Merkur fertig ist, dann läuft es richtig los und vor allem nächstes Jahr. Da werdet ihr dort ganz viele Sachen dann erkennen oder sehen. Und ob ich jetzt das euch sage oder nicht sage, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil ich bin eigentlich so quasi nur der Übersetzer von den Planeten, so quasi. Ich tue eigentlich euch nur das, was ich sehe, das, was ich analysiere, das, was ich sehe, euch weitergeben. Aber wenn es euch wirklich Angst macht oder wenn ihr merkt, hey, oh, das habe ich jetzt doch nicht verstanden, Mahara, da bin ich wirklich sehr glücklich, wenn ihr das mir wirklich schreibt, und ich bin sogar sehr dankbar. Wisst ihr, das liegt auch daran, dieses YouTube-Videos, die ich mache. Für mich ist das jetzt wie zu meinen Freunden reden und ich erzähle das euch, weil ich habe ja mit euch auch immer diese schriftlichen Kontakt immer dort. Ich schreibe mir YouTube, ich gebe euch Antwort. Für mich ist es aber auch alles ein Lernen, Leute. Das heißt, ich muss auch lernen, euch das so zu erzählen, dass ihr könnt damit etwas anfangen, dass es euch auch was hilft, dass was bringt. Also das heißt, auch solche Dinge, wo ihr mir schreibt, ich bin wirklich sehr dankbar, weil meistens ich entwickle mich auch vor allem auch über die Kritik eigentlich, Leute. Also über die Dinge. Ich tue einfach immer unterscheiden. Sind das eigentlich eine Kritik, wo produktiv sind, oder sind einfach nur Beleidigungen oder Angreifen? Und wenn ich sehe zum Beispiel, es sind Sachen, wo man einfach nur etwas in Schutz zieht, oder wenn man einfach irgendwelche Sachen sagt, hey, wo nicht schön sind, wo gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, dann tue ich das nicht zu mir nehmen, weil ich sage, das hat nicht mit meinem Thema zu tun. Also das tue ich jetzt nicht annehmen.
Aber wenn ihr so zum Beispiel Sachen bringt, hey, das mit dem Video, das finde ich jetzt nicht so gut, wie du es gemacht hast, das finde ich jetzt, das hat mir Angst gemacht, das finde ich super, dass ihr das mir schreibt, weil ich lerne auch wirklich von euch extrem viel und so komme ich eigentlich auch weiter durch eure Kritik, Leute. Und ich bin wirklich dankbar, wenn ihr mir auch Sachen so schreibt. Das wollte ich euch noch sagen. Und Unruhe wollte ich euch nicht machen, aber ich habe gemerkt, es hat euch wie aufgewühlt teilweise. Es ist jetzt natürlich auch so, Merkur ist jetzt noch in Krebs, man ist mehr emotional, man ist mehr aufgewühlt und das verstehe ich absolut. Aber wir haben diese Zeit, es ist wichtig, dass ihr bewusst in dieser Zeit lebt, weil sonst passieren einfach wirklich Dinge, wo ihr diese Zeit wie einfach verschwindet. Also diese Zeit läuft euch wie davon eigentlich, diese wertvolle Zeit. Deshalb müsst ihr Zeit begreifen. So, ich habe euch ganz lieb. Es tut mir leid, es hat ein bisschen lange gedauert, aber nur heute ist so gelaufen.